Unterwegs in Islands aktiver Vulkanzone. Wir befinden uns auf der Straße in Richtung Grindavik. Hier links weiter hinten wäre das Meer und rechts die Hügel, die ihr da seht, die sind alle vulkanischen Ursprungs. Ziel meines Ausflugs hier war zu schauen, wie nah ich an die Vulkane rankomme. Ihr wisst ja, ich bin Drohnenpilot und ich habe mir da tolle Aufnahmen erhofft. Schon die Anreise dorthin ist ein Erlebnis für sich. Es hat überall wieder vulkanische Hügel. Das, was links und rechts aussieht als schwacher Bewuchs, das ist unten dran alte, erstarrte Lava. Und es hat immer mal wieder eine Abwechslung. Hier jetzt einer der Parkplätze, die Zufahrt zu einem der Parkplätze. Island hat ja ein bisschen das Credo, dass man die Schönheit des Landes erwandern soll und nicht einfach bis hinfahren kann, dann schauen, dann in das Auto einsteigen und weg. Also hier hoch zum Parkplatz und dann mal schauen. Wir befinden uns hier übrigens in der Nähe des Fagradalsfjall und auch des Geldingadalirs. Der Geldingsgadalirs ist der Vulkan, der bis im September 23 aktiv war. Hier der erste Parkplatz. Ihr seht hier im Übrigen diejenigen, die da auch wandern gehen wollten. Wenn ihr hier links geht, weiter nach hinten, dann kommt ihr auf der anderen Seite des Lavafelds hin. Das hier ist die andere Wanderseite. Die ist dann etwa 1,3 Kilometer entfernt. Die Parkgebühr, welche nur über das App bezahlt werden kann, empfiehlt sich effektiv zu bezahlen, weil die Bußen sind, glaube ich, recht happig. Schon auf der Reise dorthin von Reykjavik hat man landschaftlich sehr spezielle Sachen und man sieht, der Boden in Island ist überall aktiv. Es raucht und stinkt. Der Gestank nach faulen Eien kommt übrigens vom Schwefel, der überall mal wieder aus dem Boden kommt. Hier jetzt allerdings eine Heißwasserquelle und hier jetzt der Anflug, eine Luftaufnahme. Ihr seht, da, es raucht immer irgendwo irgendwas und man riecht es meist schon beim Hinfahren. Es stinkt sehr penetrant nach faulen Eiern, eben nach Schwefel. Beim Parkplatz hat es in einer Ecke Infotafeln und ich hatte effektiv keinen Plan, in welche Richtung ich wandern soll. Welchen Weg nehme ich jetzt? 1 Stunde, 3 Stunden, 5 Stunden? Ich habe mir gedacht, naja, der ja nicht so wahnsinnig durchtrainiert ist, ich wähle mal 1 Stunde, bin losgelaufen und habe mir schon recht bald mal die Frage gestellt, war das die richtige Entscheidung? Weil du läufst Berg hoch, Berg hoch, Berg hoch und du siehst nichts. Wirklich, du siehst diese Landschaft, die du jetzt hier siehst. Du siehst da auch, wenn man gut schaut, unten sieht man so ein bisschen einen Trampelpfad. Das sind die Wege, an denen du hochläufst und du siehst dann einfach nur diese Hänge. Vom Boden aus siehst du nichts. Die Drohne hat hier natürlich den Vorteil, die sieht schon ein bisschen drüber. Aber das siehst du dann erst bei der Nachbearbeitung. Aber nach über 1 Stunde Wandern zeigte sich, es hatte sich gelohnt. Es empfiehlt sich aber, anständig ausgerüstet, genügend zu trinken, anständige Wanderschuhe und wer braucht, Stöcke zum Gehen mitzunehmen, weil ihr seht, hier ist einfach eine karge Mondlandschaft, es hat da nichts. Wir sind hier nicht in Zentraleuropa, wo alle 2 Kilometer ein Bergrestaurant steht. Nein, hier hat es einfach nichts. Und hier, da links, seht ihr jetzt wieder den Weg. Das ist der letzte Teil, den ihr geht. Da lustigerweise noch ein Wegweiser. Und dann, wenn ihr dieses kurze Stück hier noch erklommen habt, dann kriegt ihr diese Aussicht. Die erstarrte Lava hier ist vom Sommer 2023. Und wenn man etwas weiter weg schaut, sieht man auch Richtung Grindavik die Rauchwolken aufsteigen über den aktuell aktiven Vulkanen, welche auch dieses Jahr immer mal wieder ausbrechen.
Einerseits für mich als Schweizer sehr imposant, da wir in der Schweiz keine Vulkane haben. Berge haben wir, aber Vulkane keine. Aber dann auch ein bisschen so die Ernüchterung, ist das jetzt alles? Ist das einfach dieses Lavafeld? Es gäbe noch die Möglichkeit weiterzuwandern, aber wie ich halt so bin, ich lasse mal die Drohne steigen. Und aus der Luftperspektive kommen dann ganz andere Bilder zur Geltung, bei denen ich euch jetzt nicht mehr vollquasseln will, sondern ich euch die einfach genießen lasse. Die Farben und Formen, die die Natur hier schafft, sind einfach unvergesslich und einmalig. Hier nun den Anflug auf den Gelding Adalir, aus der Luft eine ganz andere Perspektive und da kommen die Farben so richtig schön zur Geltung. Blöd ist dann nur, wenn auf einmal euer Controller zu piepen beginnt und euch Warnhinweise sendet, dass sich noch ein anderes Luftfahrzeug in der Nähe befindet. Und ihr seht nichts und ihr hört nichts. Und dann, wie aus dem Nichts, taucht auf einmal ein Hubschrauber auf. Dank dem aber, dass die Drohnen heutzutage aktiv ihre Kennung ausstrahlen, weiß auch er, dass ich da bin. Aber
der Drohnenpilot ist am Ende der Nahrungskette. Also suche ich mir möglichst schnell einen sicheren Platz aus, damit der Hubschrauber seinen Flug in Ruhe fortsetzen kann. Also ab in den Vulkankrater. Und aussitzen. Als er dann in der Nähe gelandet ist, habe ich die Chance beim Schopf gepackt und bin wieder losgeflogen. Es ist halt schon ein bisschen Unterschied, ob man die Gegend aus der Luft betrachten kann, wie hier, oder als Wanderer so. Aus der Distanz sieht dieser Vulkankrater einfach so aus. Und ja, war guten Kilometer weg. Den nimmt man nimmt die Farben nimmt man wahr, aber ja, die Perspektive aus der Luft ist einfach umso besser. Und so sieht das Ganze aus Küstennähe aus. Ich bin hier bis zur Sperre weitergefahren. Die Straße nach Grindavik ist ja immer noch gesperrt. Jetzt nach den aktiven Ausbrüchen, jetzt heute und gestern sowieso wieder. Und bin da jetzt einen Kilometer von der Sperre entfernt, bin ich rausgefahren und habe da mal einen Anflug gemacht. Es ist schon noch imposant, wie diese kilometerlangen Lavaströme sich da einfach ihren Weg durch die Natur bahnen.
noch die Rückwanderung zum Parkplatz als Zeitraffer. Das Hochwandern habe ich nicht gefilmt. Wenn ihr hier bei diesem Wegweiser jetzt geradeaus gegangen wärt, wie ich da den Hang runtergekommen bin, dann habt ihr eben wieder eine Stunde und es ist eigentlich ein recht gut machbarer Weg. Es hat aber geheißen, es gäbe hier noch einen Weg, der schneller wäre. Ihr seht jetzt da, wie ich mich auch immer wieder umdrehe, den Weg, den könnt ihr mal suchen. Und wie ihr weiter und später sehen werdet, wenn ich euch was empfehlen darf, nehmt den anderen Weg. Der hier, der hat es wirklich in sich und jemand hat es lustig gefunden, die Pfosten immer wieder rauszuziehen und wegzuschmeißen. Also zwischendurch habe ich wirklich mit Google Maps dann navigiert, damit ich meinen Rückweg zum Parkplatz überhaupt gefunden habe.